Kannst du dir vorstellen, barfuß durch diesen schönen Rasen zu laufen und barfuß Golf zu spielen? Hier ist das möglich. Und in diesem Clip erzähle ich ein bisschen mehr über diese Anlage hier, den Golf Campus Schlatt. Also bleibt dran und gleich geht's weiter. Na, hallo, ich bin hier am Golf Campus Schlatt. Was das wohl ist? Also ich habe auf Facebook immer Reklamen gesehen von dieser Übungsanlage und dachte, das schaue ich mir mal an. Also dieser Golf Campus, diese Anlage hier, liegt etwa 45 Minuten nördlich von Basel und vielleicht 20 Minuten südlich von Freiburg, mitten in Landwirtschaftsgebiet. Es ist also sehr, sehr ruhig hier. Und das ist wie eine Oase inmitten der ganzen Felder. Das ist sattgrün, also wir sind hier gegen Ende Mai. Es ist wunderschön angelegt. Aber was gibt es hier genau? Nun, das ist im Wesentlichen eine Übungsanlage. Es gibt hier also eine große Driving Range mit sehr, sehr vielen Mattenabschlagplätzen. Ein paar sind auch überdacht in diesem Haus da hinten. Ja, hier die überdachten Abschlagplätze. Und eben, ich muss sagen, was ich hier richtig gut finde, sind diese Sitzgelegenheiten überall. Also man kann selber oder wenn man zu mehreren ist, kann man da sitzen, sich ausruhen, kommentieren. Sehr, sehr angenehm. Das sehe ich das erste Mal überhaupt an einem Club oder einer Übungsanlage. Es gibt Rasenabschlagsplätze, für die muss man allerdings ein bisschen extra bezahlen. Aber ansonsten kann man hier für eine relativ geringe Gebühr den ganzen Tag üben. Es gibt einen sehr schönen Blick auf den Schwarzwald, heute zumindest. Und was mir gefällt, also ein Putting-Grün, ein Chipping, Pitching-Grün, ein Bunkerbereich, die sind alle hervorragend gepflegt. Also ein Problem ist fast, so gute Grüns oder so einen guten Rasen gibt es sehr oft gar nicht mal in den Golfplätzen. Wenn ich mir hier jetzt eines dieser Bunker- und Annäherungsbereiche anschaue, man sieht vielleicht sogar, dass eben auch das Gelände ein bisschen onduliert ist, also nicht völlig flach. Also man kann hier wirklich gut üben. Überall eigentlich schöne Bänke zum Ausruhen, was eigentlich auch wichtig ist. Und dieser Mähroboter hier, den man hier laufen sieht, das ist vielleicht eines der Gründe, warum hier die Rasenfläche von der Driving Range wirklich gut aussieht. Hier hinter mir zum Beispiel ein sehr realistischer Bunkerübungsplatz. Ich zeige mal warum. Also, was man hier üben kann, ist ein Annäherungsschlag hier von dieser grünen Fläche über diesen Bunker hinweg, der hier einen recht steilen Abhang hat, auf dieses erhöhte Grün, was dann danach abfällt, wie man hier sieht. Wenn man hier also zu weit schlägt, ist der Ball weg. Hier kann man also gut üben, dem Ball eine hohe Flugbahn zu geben. Und wenn er im Bunker landet, naja, dann kann man auch üben, dass man den Ball steil nach oben rausschlägt. Na, ich habe also keinen Ball zu weit geschlagen, das ist okay. Also in einer realistischen Situation wäre ich zufrieden damit. Tja, man muss auch nicht alleine hier trainieren. Es gibt im Moment 3 Pros, die hier Unterricht erteilen. Ich habe noch keinen ausprobiert, aber das kann ja noch kommen. Hier gibt es nicht nur eine Driving Range und eben diese Übungsanlagen, sondern es gibt auch 6 Löcher, die man spielen kann. Aber man kann den ganzen Tag spielen. Das sind 6 Löcher, keine sehr langen Bahnen. Ja, hier am ersten Abschlag dieser Kurzbahn. Und man sieht eigentlich diesen sehr schönen Baumbestand. Und eine Besonderheit, was man hier eben auch machen darf, ist, an warmen Tagen darf man hier barfuß Golf spielen. Also das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Man muss aber trotzdem angemessene Golfkleidung haben. Die Grüns sind natürlich relativ klein, ist ja verständlich, aber sehen wirklich sehr gut gemäht aus. Und präzise Spielen zu üben, ist ja auch nicht schlecht.
Ja, man kann wahrscheinlich vom Rasen abschlagen, aber es gibt jeweils auch immer diese Abschlagmatten mit kleinen Plastik-Gummitees. Aber das wäre vielleicht noch ganz hilfreich, wenn man wüsste, einfach aus Trainingsgründen, wie weit es zum Beispiel von hier bis hinten zu der Fahne ist. Ich schätze mal so 130 Meter, aber ob das stimmt, wer weiß. Aber die Schilder, die braucht man gar nicht, weil die Entfernungen auf der Skolkarte eingezeichnet sind. Und dieses Loch, was ich eben auf 130 Meter geschätzt habe, das vierte ist 125 Meter lang. Das war also gar nicht so schlecht, meine Schätzung. Und ein Riesenvorteil ist natürlich, dass man hier den ganzen Tag spielen kann. Man kann hier 10-mal diese Löcher spielen und bis man keine Lust mehr hat. Und naja, das ist ein großer Vorteil von so einer Anlage, wo man einen Preis bezahlt, der gar nicht so hoch ist und hier den ganzen Tag trainieren kann. Die Bunker sind aus Platzgründen natürlich nicht riesig groß, aber doch groß genug, um ein Hindernis darzustellen. Ja, nach getaner Übung dazwischendurch kann man sich hinten im Clubhaus natürlich erfrischen und verpflegen, aber man bekommt auch sonst in der Woche immer etwas zu trinken. Ich glaube, gleich kommt ein Gewitter. Das sieht gar nicht mehr so blau aus. Ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die hier öfters zum Training herkommen. Die sind eigentlich sogar in anderen Clubs Mitglied, aber kommen gerne hierher, weil sie sagen, die Anlage sei halt so gut. Und auch die Kurzbahn mit so Längen zwischen 80 und 150 Meter, 160 Meter ist, glaube ich, das längste Loch. Die meisten so um 100, 120 herum. Bietet sich wirklich an, um hier Annäherung zu üben oder eben überhaupt Präzision zu üben. Jedenfalls meinten diese Leute, dass sie gerne hierher kommen, dass die Stimmung auch sehr gut ist, dass die Eigentümer hier und die Familie, die das hier betreibt, unheimlich nett sei und die Liebe zu der Anlage, das sieht man wirklich am Pflegezustand. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich auch hier noch ein paar Mal herkommen werde. Also ich hoffe, euch hat dieser kleine Clip gefallen. Wenn ja, dann drückt doch bitte diesen Like-Knopf. Noch besser, abonniert den Kanal. Also dieser Kanal hat ja jetzt mehr Golf-Berichte und einige Tesla-Berichte. Und meine generellen Reiseberichte, die sind jetzt auf einem anderen Kanal, ein neuer Kanal, wo meine eher reisebezogenen Filme drauf sind, die nicht so viel mit Golf zu tun haben, aber mit schönen Reisezielen, Drohnenaufnahmen und Ähnliches. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.